Hallo und herzlich willkommen. Es sieht so aus, als wenn die DJI Mini 3 final in die nächste Runde geht. Grund genug für euch, alle verfügbaren Infos aus Social-Media-Kanälen, aus YouTube, aus verschiedenen Foren hier mal in meinem Video zusammenzufegen und wiederum für euch verständlich zusammenzusetzen. Heute bekommst du in meinem Video folgende Infos. Wann wird die Mini 3 veröffentlicht? Wie wird die Mini 3 circa aussehen? In welchen Versionen erscheint sie? Welche Ausstattung ist verbaut? Was wird die Mini 3 circa kosten? Und gibt es jetzt schon Alternativen oder kann sie überhaupt nach Europa geliefert bzw. nach Deutschland verkauft werden aufgrund von Boykotten und anderen Dingen, die momentan auf den Weltmärkten herrschen? Wir klären das alles in meinem Video. Wir sind natürlich spekulativ unterwegs, weil es ist natürlich noch nichts veröffentlicht von DJI und es gibt noch keine aktuellen News, aber wir reden mal drüber jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Könnt ihr euch hier noch dran erinnern, das ist natürlich Retro. Das ist die DJI Mavic Mini, so wie sie rauskam im Jahr 2019. Sieht aber nicht anders aus als die DJI Mini 2 SE oder Mini 2. Nur, die hat sich damals ein bisschen unterschieden durch diesen Controller. Ja? Also der Controller war natürlich komplett anders als der heutige. Und hier hat man dann sozusagen sein Handy reingepackt und versucht, die Drohne zu fliegen. Ging natürlich auch alles, ist aber mit dem heutigen Controller natürlich noch viel besser. Und die Mavic Mini, die ist immer noch meine Caramba-Drohne, was sozusagen bedeutet, wenn es gefährliche Flüge gibt, über Wasser oder im Schnee oder irgendwelche anderen Dinge, die man da so ein bisschen als gefährlich einstufen kann, da fliege ich die immer noch, weil halt, wie gesagt, das finanzielle Risiko halt nicht allzu groß ist. 2,7K erkennt man auch nicht den großen Unterschied zu 4K. Also wenn ich das bei YouTube vorspielen würde, würdest du das wirklich kaum erkennen über den YouTube-Codec. Im Fernsehen ist es natürlich was anderes. Da erkennt man schon die Unterschiede zwischen 2,7 und 4K. Aber um es mal zu zeigen, für alle, die es nicht wissen, das war die erste DJI Mini, die DJI Mavic Mini. So, dann kam natürlich danach die DJI Mini 2 als Nachfolger, steht bei mir jetzt sozusagen da hinten im Regal. Die hatte dann OcuSync 2.0, die hatte 4K und einige elektronische Features. Und jetzt kümmern wir uns mal um die DJI Mini 3. Aber was gibt es jetzt an konkreten Dingen zu berichten über die DJI Mini 3, was wirklich jetzt schon im Netz fest drin steht? Da gibt es zum Beispiel Fotos und Filmaufnahmen vom angeblichen Body der DJI Mini 3, wobei ich sagen muss, da kann man wirklich sehr viel reininterpretieren. Da sieht man auch nicht so viel. Ich sehe da nicht, wo jetzt die Sensoren sein könnten. Man sieht von der Bauform ein bisschen was, aber man kann halt, wie gesagt, so viele Sachen da rein interpretieren, dass das nicht relativ deutlich ist. Viel deutlicher ist natürlich dieses Foto, was jetzt sozusagen komplett im Netz rumgeistert. Wir sehen es alle, wir kennen es mittlerweile alle und wer es noch nicht kennt, das wurde das erste Mal bei Twitter veröffentlicht von Jasper Ellens und da sieht man natürlich schon einige genaue Dinge. Allerdings ist dieses Foto so ein bisschen verfälscht. Das heißt, so richtig erkennen kann man auch keine Bauform, da sind dann so Wellen drin und vielleicht wurde das absichtlich so gemacht, damit man dann sozusagen komplett nicht alles genau erkennen kann. Kurz vorm Release ist das ja natürlich auch immer ein bisschen gefährlich. Da ist natürlich eine Zeichnung, die ich hier gefunden habe, viel aussagekräftiger und da sieht man natürlich das Foto als Zeichnung, aber schon etwas deutlicher und man sieht natürlich auch deutlich, dass sich die Bauform der DJI Mini 3 wahrscheinlich ändern wird. Das ist jetzt so gesagt die aktuelle Bauform hier von der DJI Mini 2, wir kennen sie alle und man sieht natürlich auf dem Foto, dass die ganze Geschichte über dem Gimbal komplett nicht mehr vorhanden ist. Also hier hast du sozusagen immer noch die Abdeckung. Gimbal geht meistens so bis zu der Höhe, wenn man jetzt vertikal, also hochkant filmen möchte, kommt man relativ hoch, aber nicht zu hoch. Jetzt hat man mittlerweile hier komplett die ganze Geschichte ausgespart und viele sind der Meinung, dass jetzt sozusagen Vertical Aufnahmen möglich sind, also wirklich Hochkantaufnahmen, dass der Gimbal vielleicht sogar zwischen 70 und 90 Grad variieren kann. Könnte kommen, könnte aber auch nicht kommen, ist wie gesagt nur Spekulation, sagt dann nicht, der hat es gesagt, wenn es nicht so ist. Das ist jetzt mal so eine Überlegung, die ich hier so ein bisschen weiterführe anhand dieser Zeichnung. Ihr könnt ja mitspekulieren, wenn ihr möchtet. Dafür sind die Videokommentare da. Oder was wünscht ihr euch bei der DJI Mini 3? Es ist wirklich komplett alles offen und ich erzähle euch eigentlich hier nur die Dinge, die wirklich im Netz drinstehen und die man halt sozusagen vermutet.
Angefangen hat natürlich alles mit dieser Notiz, in der hier sozusagen die Veröffentlichung der Mini 3 im Monat April eingetragen wurde. Denn was könnte drin sein in der neuen DJI Mini 3? Und da bin ich der Meinung, dass hier DJI richtig was raufpackt. Als erstes, so vermutet man, kommt sie natürlich in verschiedenen Versionen. Zum einen die Pro-Version, da ist dann komplett alles drin. Zum zweiten die Standard-Version, das ist dann die Version, die günstig sein wird. Und dann gibt es natürlich noch die SE und gleichzeitig auch das Fly More Combo, also die SE-Version. Ich weiß nicht, ob jetzt die SE-Version gleich kommen wird mit der Veröffentlichung der Mini 3. Ich kenne die Zahlen von der DJI Mini 2 nicht. Ich habe quasi keine Verkaufszahlen gefunden, wie sich die DJI Mini SE oder DJI SE verkauft. Und wenn das natürlich ein Erfolg war, dann wird das DJI auch bei der Mini 3 machen. Wenn das so ein bisschen, daneben lief, dann würde ich sagen, wird die SE vielleicht nur als Rettungs- und Standardversion oder als Billigvariante rauskommen. Das weiß ich nicht. Auf alle Fälle die Pro-Version, die Standardversion, das wird wahrscheinlich kommen. Und natürlich auch das Fly More Combo, wo dann sozusagen wieder Akku und verschiedene Zubehördinge mit inklusive sind zu einem festen Preis. Wir kümmern uns jetzt mal um die Pro-Version. Und bei der Pro-Version liegt natürlich die Vermutung nahe, dass hier wirklich sehr viel inklusive sein wird. Jetzt haben wir ja die DJI R2S veröffentlicht im vorigen Jahr. Und die hat 5K im Gimbal, die hat einen 1 Zoll Sensor und die hat natürlich alles, was der Drohnenflieger liebt und ist natürlich absolut perfekt in meinen Augen. Und wir haben die DJI Mini 2, die natürlich jetzt unter 249 Gramm sein wird, auch bei der DJI Mini 3. Und jetzt muss man überlegen, jetzt werden natürlich die gesetzlichen Regelungen immer schärfer, was jetzt sozusagen diese großen, schwereren Drohnen betrifft. Kennen wir alle, können wir nachlesen. Und jetzt ist natürlich im Ansatz klar, dass hier mit dieser Mini-Variante immer mehr gesetzliche Freiheiten noch möglich sind. Das heißt, es kann sein, und so wird es auch vermutet, es ist nicht die Wahrheit, es ist nicht bestätigt, aber es kann sein, und es wird natürlich auch vermutet, dass vielleicht in diese Pro-Version der DJI Mini 3 5K 30 FPS verbaut werden, hier im Objektiv, dass die Drohne quasi mit 5K und nicht mit 4K kommt, weil man muss ja überlegen, man muss immer was raufpacken. Ich meine, DJI ist ein Riesenkonzern. DJI ist Marktführer in Bezug auf die Drohnen. Es gibt mittlerweile 3 bis 4 Konkurrenzunternehmen, die jetzt auch quasi die Drohnen unter 250 Gramm veröffentlicht haben. Da kommen wir noch ein bisschen später in meinem Video dazu. Jetzt muss man sich überlegen, ich habe als großer Konzern die bedeutungsvolle Aufgabe, eine DJI Mini 3 mit DJI Pro, je nachdem vom Namen her, zu veröffentlichen. Und ich habe hier die Möglichkeit, meine Marktführung zu bestärken. Und definitiv habe ich auch die Möglichkeit, die ganze Geschichte teurer zu machen, weil mittlerweile ja diese Pro-Geschichten und die Normal, die SE und alles drum und dran relativ gut laufen, weil sie für den Kunden sehr gut abgestimmt sind. Das heißt, der Kunde kann sich aussuchen, gebe ich ganz viel Geld aus, gebe ich normales Geld aus und gebe ich ganz wenig Geld aus. Was möchte ich haben? Nicht alle brauchen Active Track, nicht alle brauchen 5K, nicht alle brauchen irgendwelche anderen Dinge. Es reicht manchen auch einfach zu fliegen mit einem guten Bild. Da brauche ich natürlich keine DJI Pro. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Pro-Version wirklich teuer wird und dass die Pro-Version eine Menge drin hat. Und wenn ich mir sozusagen die Konkurrenz anschaue mit 4K, teilweise bis 60 FPS, warum soll ich denn als DJI nachziehen und die gleiche Drohne nochmal bauen mit 4K 60 FPS und sagen, okay, ist alles schön, dann kommt doch wieder jemand und sagt, komm, wir sind ein bisschen besser, DJI ab nach links und wir machen jetzt 5K. Es ist möglich, 5K in solche kleinen Optiken zu bauen. Da muss natürlich dann der Sensor auch größer sein. Vielleicht kommt ein Halbzoll-Sensor. Kompletten Zollsensor würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt sozusagen wie bei der DJI R2S hier 1 Zoll verbaut wird. Definitiv nicht, vielleicht reicht es nicht vom Gewicht oder weiß ich was alles. Aber wie gesagt, es wird vermutet, dass wir bis zu 5K verbaut bekommen können, 30 FPS. Dann ist es sozusagen wieder, bumm, die Nummer 1. Dann gebe ich noch ein bisschen mehr Software-Spielchen dazu. Social Media, da kann man noch ein bisschen was drehen, da kann man sich wieder sozusagen eigene Videos basteln aus den Drohnenaufnahmen. Man kennt es ja sozusagen, dass das jetzt sozusagen alles mitkommt in den verschiedenen Ausstattungen. Gut, was natürlich klar ist, dass DJI
Active Track in der Mini 3 verbaut. Also das darf dann nicht mehr fehlen, denn die Konkurrenz hat es ja schon. Zino Mini Pro, Autel Nano Plus, Fimi X8 Mini, die haben alle schon Active Track und Bewegungssensoren. Warum soll dann DJI das Ganze nicht mit verbauen? Wäre komisch. Ja. Ansonsten denke ich mal, dass HDR vielleicht noch eine Richtung ist, die man hier noch ausbauen könnte. Also, dass man hier sozusagen in der Pro-Version noch HDR-Videos drehen kann. Das kann eine Möglichkeit sein. Und gleichzeitig im Fotomodus denke ich mal, dass JPEG und RAW erhalten bleibt. Also da wird jetzt nicht viel dazukommen. Die Megapixel können sich noch erhöhen hier bei der Kamera. Da vermutet man, da geht man bis auf 50 hoch. Es ist alles Spekulation. Wie gesagt, nagelt mich nicht fest. Ich kann auch nur das wiedergeben, was sozusagen da im Netz mit drin steht. Also, dass man sozusagen hier von den Megapixeln noch ein bisschen höher geht. Und wenn Pro, dann natürlich richtig Pro. Das heißt, wenn man mal so ein bisschen überlegt über die Farbprofile, also hier bei der R2S ist natürlich dann auch schon eine Möglichkeit im Log-Profil dann mal hier seine Aufnahmen zu machen und vielleicht lässt man das in der Pro-Version der DJI Mini, da kann man ja mit der Software so ein bisschen vor sich hin variieren, also da wird es dann so sein, dass die normale Standardversion weniger Software-Features haben wird als die Pro-Version, die wird dann mehr Software-Features mit drin haben, unter anderem denke ich mal auch, weil Pro ist ja professionell, also da bin ich schon der Meinung, dass man hier sozusagen so eine Art Log-Profil mit einrichtet. Wie das nun kommt und in welcher Auflösung und weiß ich was alles, das kann ich euch leider nicht sagen. Das ist auch nicht so jetzt spekulativ ermittelbar. Vom Sensor steht so im Netz drin, dass man so 1 bis 1/3 Sensor, das heißt 1/3 CMOS-Sensor mit 1,7 als fester Blende bekommt. Die 1,7, die haben wir schon gesehen in diesem Bild beziehungsweise in dieser Fotomontage, die jetzt sozusagen hier im Netz verfügbar ist. Da steht es dann hier direkt auf der Kamera drauf. 1,7 und davon gehen wir jetzt auch mal aus, dass hier die feste Blende 1,7 ist. Bei der Pro-Version, denke ich, kommt natürlich auch OcuSync 3 mit dazu. Ich weiß nicht, ob es dann wieder bei der Standardversion mit drin ist. Man kann da halt so viel Dinge setzen. Aber auf alle Fälle bei der Pro-Version nehme ich mal an, dass hier schon mit OcuSync 3 gearbeitet werden kann. Hinderniserkennung vorn und hinten, darüber haben wir schon geredet und natürlich auch unten. Das ist einfach Pflicht. Ich denke, das muss sein. OcuSync 3 hatte ich schon erzählt, dann in der Variante bis 15 Kilometer Reichweite. Vom Gimbal her die Beweglichkeit zwischen 70 und 80 Grad. Gucken wir mal die Preise der DJI Mini 3. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Da spekuliert man auch im Netz hin und her. Wir versuchen hier mal so ein bisschen so eine logische Möglichkeit zu bekommen. Also preislich liegen wir jetzt bei der DJI Mini um die 600 € im Combo-Pack. Ja? Und das wird nicht mehr zu halten sein. Das ist definitiv bei so vielen neuen Dingen, die hier verbaut werden, Kameras hier vorn drin, an Bewegungssensoren und. Die Konkurrenz ist ja auch teurer, wenn wir jetzt mal gucken bei der Autel, da gehen wir glaube ich bei der Autel Nano Plus gehen wir glaube ich bis 950 € in dem kompletten Paket mit hoch, ja, also da sind dann auch 3 Akkus mit drin und so weiter und so fort. Wir fangen von vorne an, also Standardversion DJI Mini 3. Würde ich mal tippen, wenn ich jetzt noch mal die Kommentare auswerte, zwischen 500 und 700 € die Standardversion. Je nachdem, was für Auflösungen kommen bei 5K und so weiter und so fort. Dann gibt es die Pro-Version. Und bei der Pro-Version kann man sich wirklich relativ hoch spekulieren. Wir haben den neuen Controller. Wir haben mehr Funktionen als bei der Standard mit drin. Das sind auch professionelle Funktionen, die sozusagen auch Profis lieben. Die fliegen dann natürlich auch lieber mit einer leichten Drohne und müssen nicht mehr die ganzen Lizenzen erfüllen oder irgendwie unterwegs sein mit den Riesendrohnen. Auch im Urlaub ist es einfacher, wenn du dann sozusagen eine für alles mit hast. Und deswegen denke ich, wird in der Pro-Version richtig was reingepackt werden und die wird auch richtig teuer werden. Also eine 1000 € wird nicht reichen. Ich denke mal als Combo-Pack und mit allen Funktionen verfügbar 1200 €. Denke ich mal, bis 1200 € kann es gehen. Das ist dann sozusagen auch schon die Preisklasse von der R2S. Aber die ist ja wiederum alt, voriges Jahr, da gibt es ja viele, die gekauft haben. Und mittlerweile ist ja dann wirklich der Trend, dass du halt eine kleine Drohne für alles hast, weil du halt diese Regularien mit diesen kleinen Drohnen immer noch umgehen kannst und nicht so viel Auflagen hast.
Ich wollte bloß noch zwischendurch sagen, wenn wir uns das Foto betrachten, finde ich die Rotoren auch komplett anders. Also das ist eine komische Geschichte, weil man kennt ja diese Rotoren hier bei DJI eigentlich bei allen Drohnen gleich. Also die haben eigentlich immer so die gleiche Form, wenn man so sieht. Und wenn man jetzt mal das Foto vergleicht, die sind eigentlich relativ dünn oder sehen relativ anders aus. Kann natürlich auch der Fotowinkel sein, ist mir jetzt bloß ein bisschen aufgefallen mit diesen Rotoren, dass das bei diesem Foto irgendwie so ein bisschen eigenartig aussieht. Komm schon wieder vom Thema weg. Also ich wollte es jetzt eigentlich nur noch sagen, dass natürlich alles möglich ist und wir hier spekulieren. Nagelt mich bitte nicht fest. Das ist nachher nicht drin und der hat es gesagt. Ich kann auch nur das wiedergeben, was im Netz sozusagen hier nur spekulativ verbreitet wird. Aber was ist jetzt sozusagen in Bezug auf die Lieferung? Ich habe ja ein Video gemacht, dass Mediamarkt und Saturn momentan DJI blockieren oder boykottieren, beziehungsweise die DJI-Produkte nicht mehr verkaufen, weil angeblich DJI mit in den Ukraine-Krieg verwickelt ist. Sei dahingestellt, jedenfalls sind die blockiert und man müsste dann sozusagen die Online-Möglichkeiten und die anderen Drohnenhändler hier beauftragen, die DJI Mini 3 zu liefern. Liefern ist dann genauso ein Problemchen. Mittlerweile sieht man das ja an den Häfen. Da ist mal direkt in Singapur im Hafen für 4 Wochen Ruhe, weil es aufgrund von Corona komplett gesperrt ist. Und die ganze Geschichte nach Europa rüber zu schiffen ist heutzutage auch nicht mehr so einfach, weil viele Lieferketten direkt zerstört wurden. Die werden das wieder aufgebaut, dann gibt es wieder Corona, nicht Corinna, sondern Corona und dann ist sozusagen hier wieder Schluss mit lustig. Da hat man echt momentan wirklich leichte Probleme, die Sachen nach Europa zu liefern. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, auch dieses Chip-Problem ist ein großes Ding. Und ich wollte jetzt persönlich von DJI jetzt auch schon mal dieses DJI Mic bestellen. Also es gibt diese neue Mikrofonvariante von DJI, die sind wunderbar, die haust du dir sozusagen hier ran und dann kannst du unwahrscheinlich schöne Töne erzählen und der Ton ist immer noch ein bisschen besser. Gibt es momentan nicht, ist nicht lieferbar. Sagen die Mitte April, ob es wohl schon Ende März bzw. Mitte März lieferbar sein sollte. Was ich euch jetzt damit sagen möchte, ist, dass es mit dem Lieferproblem definitiv weiter so gehen wird. Also vielleicht sehen wir die Drohne und kriegen die erst dann 1,5 bis 2 Monate später. Kann alles passieren. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen weiterhelfen in Bezug auf eure Ideen, auf eure Erwartungen in Bezug auf die DJI Mini 3. Ich sage es nochmal, für die Kommentare unten direkt immer in meiner Videobeschreibung. Schreibt mir sehr gerne, was ihr darüber denkt, was ihr sozusagen in eurer neuen DJI Mini 3 haben möchtet. Aber nehmt mich nicht als denjenigen, der gesagt hat, ich gebe wirklich nur wieder. Ich kann es immer nur sagen und das ist alles spekulativ, worüber wir hier reden. Auf alle Fälle sage ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch eine entspannte Zeit, sehr gerne bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren, Like, wenn es euch gefallen hat, das wäre schön. Ansonsten tschüss, bye bye und winke winke, bis zum nächsten Mal.